Hallo Leute, in diesem Video zeige ich dir, welche Lokomotiven voraussichtlich im April 2026 von Märklin ausgeliefert werden. Außerdem gibt es interessante Informationen zu den Einzellokomotiven. Mein Highlight in diesem Monat ist der Schienenbus mit Steuerwagen. Los geht's! Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen bei den Dachbodenmodellbahnern. Ich bin Ralf und ich zeige dir die Märklin H0 Neuheiten von April 2026. Hier siehst du bereits, was in diesem Monat alles mit dabei ist. Mein persönliches Highlight ist der Schienenbus mit Steuerwagen der Baureihen 798 und 998. Auf April 2026 verschoben, aber nicht Teil dieses Videos sind die Elektrolokomotive Baureihe E10.3 sowie die Diesellok BR217. Wenn dir das Video gefällt, dann lass gern ein Like und ein Abo da, das bringt den Kanal weiter. Wir danken dir dafür. Starten wir mit der Rheingold Elektrolokomotive der Baureihe E10.12. Retro-Fans kommen bei diesem Modell auf ihre Kosten. Sie ist eine absolute Ikone der deutschen Eisenbahngeschichte und sie war das Zugpferd des legendären Rheingold-Zugs und repräsentierte in den 1960er Jahren das Beste, was die Deutsche Bundesbahn an Technik und Luxus auf Schienen zu bieten hatte. Anfang der 1960er Jahre wollte die Deutsche Bundesbahn den traditionsreichen Rheingold modernisieren. Das Ziel: 160 Stundenkilometer Reisegeschwindigkeit und ein exklusives Erscheinungsbild. Da die neue Schnellfahrlokomotive E03 noch in Entwicklung steckte, modifizierte man die bewährte Bügelfalten E10. Da sie für 160 statt der üblichen 150 Stundenkilometer zugelassen war, erhielt sie die Unterbaureihennummer Punkt 12. Das Modell zeigt die Elektrolokomotive der Baureihe E10.12 der Deutschen Bundesbahn in Kobaltblau beiger Grundfarbgebung als Rheingold-Lokomotive in der Ausführung mit 5 Stirnlampen, durchgehendem Lüfterband mit abgerundeten Enden, umlaufender Regenrinnen sowie Pufferverkleidung und Schürze im Betriebszustand um 1963. Highlights sind Retro-Ausführung erstmals mit Metallgehäuse und im Stil der Märklin-Klassiker aus den 1960er Jahren. Passend zu den TEE Rheingoldwagen aus Artikel 40852. Und jetzt Achtung, beidseitig hat die Lokomotive wie in den 1960er Jahren Relex-Kupplungen. Sie hat einen Digital-MFX-Decoder, aber keinen Sound. Ein Pufferspeicher wird auch nicht erwähnt. Die Auslieferung erfolgt in historischer Verpackung der 1960er Jahre. Als nächstes geht es um den Schienenbus mit Steuerwagen der Baureihen 798 und 998. Und ist eine echte Legende der deutschen Eisenbahngeschichte. Er rettete in der Nachkriegszeit viele Nebenbahnen vor dem Aus und erhielt den liebevollen Spitznamen Roter Brummer. Der Schienenbus war zweimotorig und robust. Im Gegensatz zum einmotorigen Vorgänger der Baureihe 795 besaß der 798 zwei Büssing-Dieselmotoren mit jeweils ca. 150 PS. Der Schienenbus verfügte über ein mechanisches Sechsganggetriebe, das vom Lokführer manuell geschaltet werden musste. Außerdem hatte der Schienenbus reguläre Puffer- und Schraubenkupplungen, sodass er auch normale Güterwagen mitnehmen konnte. Der Beiwagen war nur Fahrgastraum ohne Antrieb und Führerstand. Der Steuerwagen war mit 2 Führerständen ausgestattet, um das Wenden im Endbahnhof zu erleichtern. Das Fahrgefühl im Schienenbus war einzigartig und ist heute purer Kult. Die Fahrgäste konnten die Lehnen so umklappen, dass sie immer in Fahrtrichtung saßen oder sich in einer Vierergruppe gegenüber saßen. Da die Führerstände nur durch eine halbhohe Glaswand getrennt waren, konnten Fahrgäste dem Lokführer direkt über die Schulter auf die Strecke schauen. Das markante Knattern der Motoren und das Vibrieren des ganzen Wagens gaben dem Brummer seinen Namen. Er war billig im Unterhalt, brauchte wenig Personal und konnte dank der Steuerwagen schnell die Richtung wechseln. Die Ära im Plandienst endete bei der Deutschen Bundesbahn weitestgehend im Jahr 1988. Manche hielten sich bis Mai 2000. Das Modell zeigt den Schienenbus-Motorwagen der Baureihe 798 und Schienenbus-Steuerwagen der Baureihe 998 der Deutschen Bundesbahn in purpurroter Ursprungsfarbgebung im Betriebszustand Anfang der 1970er Jahre. Highlights sind Neuzugang im Märklin-Klassiker-Programm und damit länger verfügbar. Umfangreiche Betriebs- und Geräuschfunktionen, serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung und sogar mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen, stromlosen Stellen. Zur Erweiterung bietet Märklin den Schienenbus Beiwagen mit Artikelnummer 41981 an, ebenfalls mit serienmäßig eingebauter LED-Innenbeleuchtung. Die Auslieferung ist im gleichen Monat geplant.
Jetzt kommen wir zur Elektrolokomotive der Baureihe 115. Die Baureihe 115 der Deutschen Bahn ist ein echter Oldtimer der Schienen, die vor allem durch ihre Langlebigkeit und die markante Form bekannt wurde. Eigentlich handelt es sich bei der 115 nicht um eine völlig neue Konstruktion, sondern um eine umbezeichnete Variante der legendären Baureihe E10 bzw. später der Baureihe 110. Die Lokomotiven der Baureihe 115 stammen direkt aus der Familie der Einheitselektrolokomotiven der Deutschen Bundesbahn. Es sind meist ehemalige Loks der Baureihe 110.3, sprich die Variante mit der aerodynamischen Bügelfalte an der Front. Im Jahr 2006 entschied die DB, diese Lokomotiven aus dem Bestand von DB Regio zu DB Autozug zu übertragen. Um sie im EDV-System besser unterscheiden zu können, erhielten sie die neue Baureihenbezeichnung 115. Während die ursprüngliche 110 jahrzehntelang das Rückgrat des deutschen Schnellzugverkehrs war, übernahm die 115 in ihren späten Jahren spezialisierte Aufgaben. Zum Beispiel Autozüge und Nachtzüge. Sie zog oft Urlauberzüge in Richtung Alpen oder an die Küste. Das Modell zeigt die Elektrolokomotive der Baureihe 115 der Deutschen Bahn AG. Lokkasten mit aerodynamischer Front der sogenannten Bügelfalte mit durchgehendem Lüfterband im Betriebszustand von 2014. Highlights sind detaillierter Stromabnehmer der Bauart DBS 54 ohne sichtbare Befestigung, Stromabnehmer digital heb- und senkbar, Führerstandsbeleuchtung, kinematikgeführte Kurzkupplungen, umfangreiche Licht- und Soundfunktionen sowie ein Pufferspeicher. Als nächstes geht es um die Baureihe 101. Sie war über 2 Jahrzehnte das Gesicht des deutschen Fernverkehrs und hat das Bild des Intercitys geprägt wie kaum eine andere Lokomotive. Mitte der 1990er Jahre brauchte die Deutsche Bahn dringend Ersatz für die alternden Baureihen 103. Während die 103 wunderschön, aber wartungsintensiv war, wurde die 101 als hochmoderne, effiziente Universallokomotive konzipiert. Die Indienststellung von 145 Lokomotiven war ab 1996 bis 1999. Die 101 war bei ihrer Einführung technologisch wegweisend, insbesondere durch die Verwendung von Drehstrom-Asynchronmotoren und einer sehr fortschrittlichen Mikrocomputersteuerung. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 220 Stundenkilometer bei einer Leistung von 6.400 Kilowatt. Das Modell zeigt die Schnellzuglokomotive der Baureihe 101 der Deutschen Bahn AG in verkehrsroter Farbgebung als Zuglokomotive für die ICE-Schnellzugwagen der ehemaligen Metropolitan-Reisezugwagen im Betriebszustand um 2015. Highlights sind Mittelmotorantrieb auf alle 4 Achsen, Führerstandsbeleuchtung und Fernlicht, umfangreiche Licht- und Geräuschfunktionen. Zur Lokomotivseite 2 mit zweipoliger stromführender Kupplung als Verbindung zum passenden ICE-Schnellzugwagenset mit Artikelnummer 42930. Als nächstes geht es um die Dampflokomotive der Baureihe 52. Die Baureihe 52 zählt zu den geschichtsträchtigsten Lokomotiven. Sie ist der Inbegriff der deutschen Kriegslokomotive und hält bis heute den Rekord als meistgebaute Lokomotive Deutschlands. Im Zweiten Weltkrieg ab 1942 benötigte die Deutsche Reichsbahn dringend Lokomotiven für den Osten. Die vorhandene Baureihe 50 war zu komplex und zu materialintensiv. Über 7000 Exemplare wurden von 1942 bis ca. 1950 gebaut. Geplant waren sogar 15.000 Stück. Um Material, vor allem Kupfer und Zinn, und Arbeitszeit zu sparen, wurde die Konstruktion radikal vereinfacht. Man verzichtete auf fast 1000 Kleinteile im Vergleich zur Baureihe 50. Obwohl sie für eine Lebensdauer von nur etwa 5 Jahren konzipiert war, erwies sie sich als extrem robust und langlebig. Die Leistung betrug ca. 1620 PS und sie war vorwärts wie rückwärts 80 Stundenkilometer schnell. Markant für die Baureihe 52 war der halbrunde Wandentender, der kein schweres Rahmengestell benötigte und viel Wasser und Kohle fassen konnte. Das Modell zeigt die schwere Güterzug-Dampflokomotive der Baureihe 52 mit Steifrahmentender K4T30 der Deutschen Bundesbahn in schwarz-roter Grundfarbgebung. Außerdem Witte-Windleitbleche, Vorlauf-Radsatz mit Vollrädern im Betriebszustand um 1951. Highlights sind Neukonstruktion des Steifrahmentenders K4T30. Vorbildgerecht besitzt der Tender keine Drehgestelle. Die Radsätze sind im Tender seitenverschiebbar gelagert. Vielfältige Betriebs- und Soundfunktionen, filigranes Fahrwerk aus Metall und weitgehend freier Sicht zwischen Fahrwerk und Kessel, Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel und mit Pufferspeicher. Jetzt geht es um den Hochgeschwindigkeitstriebzug Girono. Der Girono ist der Stolz der SBB für den internationalen Nord-Süd-Verkehr.
Er wurde von der Schweizer Firma Stadler Rail entwickelt und ist der erste echte Hochgeschwindigkeitszug des Herstellers. Der Girono wurde speziell für die Flachbahn durch den Gotthard-Basistunnel konzipiert. Sein Hauptziel ist es, die Schweiz effizient mit Italien und Deutschland zu verbinden. Die Höchstgeschwindigkeit im regulären Betrieb beträgt 250 Stundenkilometer. Er ist ein Viersystem-Triebzug, was bedeutet, dass er in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien problemlos unter den jeweiligen Strom- und Sicherungssystemen fahren kann. Der Girono hielt zeitweise den Geschwindigkeitsrekord im Gotthard-Basistunnel, als er bei Testfahrten mit über 275 Stundenkilometer unterwegs war. Das Modell zeigt den elektrischen Hochgeschwindigkeitstriebzug EC 250 als RABE 501 Girono der Schweizerischen Bundesbahnen in der Nachbildung des EC 151 mit grenzüberschreitendem Zuglauf. Frankfurt am Main nach Milano Zentrale. Der Betriebszustand ist um 2024. Highlights sind serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung, Führerstand- und Fahrpultbeleuchtung, Stromabnehmer auf dem Mittelwagen, F und H digital heb- und senkbar, umfangreiche Licht- und Soundfunktionen, beleuchtete Zugzielanzeigen in den Türen erlöschen nach Anfahrt des Zuges. Ein Pufferspeicher wird allerdings nicht erwähnt. So, das war's mit diesem Neuheitenvideo im April 2026. Wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat und dass Märklin wie geplant die Lokomotiven rechtzeitig ausliefern kann. Mach's gut, dein Kanal Die Dachbodenmodellbahner.